Durch die ganzen Goldgräber und illegalen Goldminen ist der Fluss komplett mit Quecksilber verseucht. Und das lagert sich in der ganzen Nahrungskette an. Je höher man geht, desto mehr Quecksilber ist in den Tieren. Das heißt, die größeren Fische, die man dann auch essen würde, sind komplett mit Quecksilber vergiftet. Der Klimawandel ist nichts anderes als eine Überlebensfrage für die Menschheit geworden. Wir erleben derzeit das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Der Handel mit illegal geschlagenem Tropenholz, ein globales Milliardengeschäft. Aber wir stehen fest zum Kohleausstieg. Das reicht uns nicht. Jetzt machen wir selber was. Es wird um Natur gehen, um Naturschutz, Fachwissen. Wir wollen Faszination wecken. Wir wollen Faszination für Natur wecken und euch dazu zeigen, was könnten wir verlieren, wenn wir nicht drauf aufpassen. Wir rasen gerade auf diesen Punkt zu, wo einfach das Weltklima noch schneller kippen kann. Und dieser eine Baum hier, der hat mehr CO2 in sich als jeder einzelne Baum, der in Europa steht. Wie können wir das Ganze zusammen schützen? Sie graben mit Schaufel, Spitzhacke, oft mit bloßen Händen, wühlen sich durch Flussläufe und Erde mitten im Dschungel. Alles für ein Klümpchen Gold und die Aussicht auf ein besseres Leben. Abgeholzter Regenwald, verseuchte Flüsse, Krater bleiben zurück. Meist sind es illegale Goldgräber wie in Peru. Ich bin jetzt zum dritten Mal in Peru auf Expedition unterwegs und seit dem ersten Mal fällt mir ständig eines auf. Im Tambopata runter, unserem Hauptverkehrsmittel, sehen wir extrem viele Goldgräber. Die illegale Suche nach Gold hier findet auf zwei Ebenen statt. Es gibt die kleineren Operationen, das sind wirklich Leute mit einem Floß, einer starken Wasserpumpe und einem Rüttelband. Die gehen jetzt in der Trockenzeit an die Kiesbänke und wirklich saugen den Kies und Schlamm auf. Das geht über eine Rüttelbank, da wird sortiert, bis die kleinsten, schwersten Teilchen gesammelt sind. Und dann wird das ausgewaschen und mit Quecksilber wird dann das Gold isoliert und rausgenommen. Die andere Art und Weise, wie nach Gold gesucht wird, und die problematischere, ist die, dass in den Altarmen der Flüssen gesucht wird oder in den alten Verläufen der Flüssen gesucht wird. Und das sind Gebiete, die sind jetzt komplett mit Regenwald bedeckt. Und um da an den Boden zu kommen, um nach Gold zu suchen, muss man den ganzen Wald platt machen. Die vergiften den Boden, wenn sie das Gold dann extrahieren. Und dadurch werden einfach flächenweise Regenwälder hier vernichtet. Man sieht das vom Flieger schon ganz gut. Wenn man nach Puerto Maldonado einfliegt, sieht man riesige Gebiete entlang des Madre de Dios Rivers, die komplett entwaldet wurden für die Goldsucher. Und da wird auch so schnell kein Wald mehr wachsen, weil der Boden komplett vergiftet ist. Und noch dazu, ihr in Europa oder in der westlichen Welt könntet sogar dieses Gold kaufen, ohne es zu wissen. Wie funktioniert das? Der peruanische Staat exportiert extrem viel Gold. Dieses Gold aus vermeintlich legalen Quellen wird vermengt mit dem illegalen Gold von diesen Missionen hier, zum Beispiel aus der Tambopata-Region, und wird in den Welthandel geschmissen, ohne dass ihr das wisst. Und wie gesagt, das kann auch sein, dass euer Ring, den ihr von der Oma bekommen habt, illegales Gold hier aus der Region beinhaltet. Warum erzählen wir euch das? Wir hier in der Forschungsstation von Secret Forest, die mit Fauna Forever und Wilderness International betrieben wird, haben Chris Ketola hier. Chris Ketola ist einer der leitenden Forscher hier in der Station und Chris hat eine Studie am Laufen, wo es darum geht, festzustellen, wie viel Quecksilber wirklich hier in den Spitzenprädatoren, sprich in den Kaimanen im Fluss, übrig bleibt. Wir gehen jetzt raus mit Chris, schauen ihm bei der Arbeit zu und schauen uns an, wie das vonstatten geht, um wirklich nachzuweisen, dass diese Goldoperationen nachhaltig Schaden nehmen am Fluss und an den Lebewesen hier. All right, so we're heading down to the Tambopata River. We're going to start one of our Cayman transects, and we're on our way. Get loaded up, and let's go. Esta area, hasta Gato. Tonight, we're checking out one of our transects. This transect's the Secret Forest of Baltimore transect.
And it's going to be part of our Cayman monitoring program. So it'll be helping us understand the population trends, more about the demographics, for example, the age of the caimans, the sex of the caimans, reproductive behavior of the caimans. And if we capture one that's the right size, we'll also take some samples to better understand the mercury levels of caimans in this river as well. That's what we're doing tonight. Chris steht vorne, Spitze des Boots, Pipi hinten am Motor, extrem versierter Bootsfahrer, Local hier. Und Chris und er sind ein sehr eingespieltes Team, das sieht man sofort. Chris mit extrem starker Stirnlampe und noch Lampe in der Hand, vorne am Boot weg, leuchtet den ganzen Fluss aus, auf der Suche nach reflektierenden Augen am Flussufer. Wie geht's dir? Ich bin so müde. Wieso? Ich habe seit Nächten nicht mehr als 5 Stunden am Stück geschlafen. Warum? Ich bin richtig aktiv. Oh, Jetlag. Und ich kann keine Mittagsschläfchen machen. Hab ich nie gelernt. Und dann sind wir hier bis spät nachts im Wald. Dann jagst du mich vom Sonnenaufgang wieder raus. Wenn wir dann einen finden, wird extrem langsam hingedriftet, sehr schonend für Boot, Lebewesen und natürlich für Chris. Und dann geht die Action richtig los. Also ich wurde geweckt mit einem Kaiman, der hier vorne gezappelt hat und immer gesagt hat, Fabian, komm und hilf mir. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist, wo ich bin. Yeah, I will. Okay, you want to come and take the noose? Yeah, take the noose. This is the same one, right? Yeah. Wir haben jetzt einen richtig schönen großen Brillenkaiman gefangen. Und bei der Größe müssen wir nur sicher gehen, Schnauze abtapen. Die Tiere haben extrem starken Biss. Also selbst so ein kleiner wie der hier hat einen extrem starken Biss. Der kann einem wirklich die Hand brechen, wenn es schlecht läuft. Okay, so this is probably where you want to let go of that and come and help me with this. Aber bei solchen großen Tieren ist es sehr wichtig, dass man nicht einfach nur festhält, sondern irgendwie auch die Schnauze abbindet für den Fall der Fälle. Ich meine, das Tier ist 1,60 Meter lang, wiegt nur 11 Kilo. Nur 11 Kilo. Denkt man, 2 Typen, die 80 und 90 Kilo wiegen, sollten es unter Kontrolle haben. Aber diese Stärke dieser Tiere ist so krass. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn die anfangen zu zappeln, dann muss man wirklich beide Hände dran haben und richtig festhalten. Okay, so this is going to be a two-hander the whole time on this one. Be safe. So, in the bag, the processing stuff is all there. Probably. Well, it's big. It might be a male, actually. It's really big. If it's a female, it's a monster female. Yeah. But the head ratio looks more female-like to me. So the first thing we're going to do, we can scan it. I doubt it's tagged, but imagine if it was. So in there is the scanner. In here. Oh my god, it is. Yes. That's amazing. Oh my god, that's so cool. Check it again to be sure, but I can't believe it. That's so fucking cool. Oh Yeah. my god. Was heißt das? This is probably 2 or 3 years old at least. Genau, das heißt, Chris hat in der Vergangenheit schon mal gefangen, hat einen Chip eingebaut und jetzt können wir die Datenbank gucken, wann er das letzte Mal gefangen wurde, wie groß war der, wo wurde er genau gefangen. Und das gibt einem extrem wertvolle und seltene Infos über das Leben dieser Tiere. We definitely need to measure it, so we need to do these very carefully and they need to be accurate because we're going to use this we're doing a paper on growth rates, so this is going to be a nice one to add to it, so we want to have it really accurate as we can. Hold the caiman as straight as you can, so make sure it's kind of straightened out the tail a little bit, so it's like a straightened measurement. Yeah, all the way to the tip, right to here. She can't bite you right now, don't worry, that's why we tie her up. Wow, okay. So we're at 151 exactly. Ein Teil von der Kaiman-Studie, die Chris hier macht, ist eben auch, dass Proben der Kaimane genommen werden. Dazu schneiden wir ihnen die Krallen, aber auch hinten Schwanzschuppen ab. Das ist wie Fingernägel schneiden. Da sind keine Nerven drin. And just cut very gentle. There you go, it's perfect. Das ist keine Pediküre, sondern damit werden wichtige Studien angestellt. Ne, an den Krallen kann man zum Beispiel gucken, wie hoch der Schwermetallanteil in diesen Tieren ist. Es ist sehr wichtig, diese Studien hier im Freiland zu machen mit Kaiman, weil vieles, was wir über das Verhalten oder die Lebensgeschichte der Tiere generell wissen, kommt aus der Gefangenschaft. Und das ist einfach nicht repräsentativ. Und es gibt sehr wenig Informationen tatsächlich über viele Reptilienarten aus freier Natur. Das heißt, wie sie sich fortpflanzen, wie die wachsen, wie die Wanderbewegungen der Tiere sind. All diese Dinge
ja, man hat Vermutungen, man weiß ein bisschen was, aber das Bild ist noch lange nicht komplett. Gerade diese Art, die haben Osteoderme, so richtig knorrige Schuppen. Das ist wie ein Panzer. Ne? Und man denkt nicht, dass, wenn man sich das Tier anguckt, die Größe von Chris und mir, dass man 2 Leute braucht, das so festzuhalten, aber die sind unglaublich stark. You spot it with your headlamp. Diese Proben werden dann eingesendet und man kann Untersuchungen machen, wie stark die Tiere mit Schwermetallen, vor allem Quecksilber, belastet sind. Weil Quecksilber reichert sich in der Nahrungskette an. Das wird von den untersten Organismen aufgenommen und arbeitet sich immer weiter nach oben. Und je weiter oben in der Nahrungskette ein Tier steht, desto höher ist der Anteil an Quecksilber. Also für Menschen ist eine Quecksilbervergiftung auch sehr gefährlich. Deswegen ist komplett davon abzuraten, aus dem Tamaulipas Fische zu essen. Leider wird hier noch aktiv gefischt. Die Fische werden auch auf dem Markt verkauft und es gibt durchaus viele Fälle der Quecksilbervergiftung beim Menschen hier in der Madre de Dios-Region. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, die sind die Bösen, die sind die Guten. Geht natürlich auch in der Sache hier mit den Goldsuchern nicht. Deswegen haben wir uns aufgemacht zu einem, der eine Operation leitet und haben mit ihm gesprochen und wollten auch mal wissen, warum machen die Leute das hier. The Malinossi concession that we have there starts about 30 meters away from the river bank. So the miners can work the river bank and the river bottom, and that's the areas that they basically tend to get the gold out anyway. So it's a main river. So it's in the main river system that they get the gold. So if we do come across them, that's where they're going to be. They're not going to be way in the forest. They're going to be basically in the river system itself. Mining associations, like groups of miners. There's one up here called Apailong, and there's another one further up, Consimba, etc. Very different groups, but they have their own legal council in Puerto Maldonado. Because they have money, they're able to pay for lawyers to find information that's useful for them. Le pone muchas trabas. Also Fabian und mir ist einfach extrem wichtig und da dem ganzen Wilderness- und Fauna-Team, dass wir beide Seiten beleuchten und denen eine Stimme geben. Mi papá era hace años, él trabajaba minería, pero no con maquinarias, sino así con artesanal, carretillas, así trabajaba. Entonces, desde ahí, ¿En qué año estamos hablando? estamos hablando ya más de 45, 50 años atrás. Como yo ya casi nací aquí, entonces me gusta. Y entonces ahí he heredado este trabajo. Ya yo empecé ya también con maquinaria, todo. Estaba yendo muy bien por ese momento. En ese tiempo no había las interdicciones, no había nada. Nosotros trabajamos al frente, donde encontramos ahorita, pero siempre nuestro trabajo ha sido la minería aluvial. Sí, o sea, pero era simplemente nosotros lo hacíamos, o sea, como un trabajo de subsistencia, no para enriquecerse acá. De esta forma nosotros hemos trabajado durante años, hemos sido. O sea, como digo, siempre este río, cuando hay buenas crecientes, pone orito. Donde tú trabajas, encimita lo pone. Entonces, cada año volvemos a lavarlo, y no había ese impacto que hay ahora, como en La Pampa, en otras partes, ¿no? Siempre hemos manejado así, nosotros muy cuidadosamente con el medio ambiente. Entonces, hasta que ya un tiempo hacia atrás, nosotros empezamos con la asociación, ahí ya me asocié, cuando ya yo tenía mis máquinas, entonces me asocié y empezamos a trabajar. Nuestra meta de mi asociación era trabajar de una manera bien ordenada y con tecnologías limpias. Ya estábamos llegando ahí. Había una entidad, una ONG, AIDER, a nosotros nos ha facilitado un dinero, pero no en efectivo, sino
y no nos dieron en maquinarias para las tecnologías limpias, para sacar oro sin mercurio. Eso es. Hablando así en realidad, la minería te deja una buena ganancia, pero cuando lo trabajas, ahorita como estamos en este problema, más como el gobierno no pone las interdicciones, o sea, nos tratan peor que delincuentes. Así como yo te digo, mira, al menos yo tengo mis documentos en regla, toditito, bien saneado toditito. A mí el Estado me pide un documento visado por la entidad competente. Entonces yo lo hago y lo presento, todito. Y ya son 8 años que yo estoy en ese trajín. Y hasta ahorita ya estoy a las últimas ya para que me den mi inicio y reinicio para poder operar tranquilo. Como minero que yo he sido más antes, el único problema yo lo veo el mercurio, el impacto más fuerte, porque eso cuando tú lo refogas, hay veces muchos no tenemos el cuidado adecuado, ¿no? Entonces no queman con retorta, no queman al aire libre y eso se pulveriza, ¿no? Y cae a las plantas, a todo eso, ¿no? Y yo creo que es dañino, de verdad. Por eso nosotros estábamos pues queriendo emplear las tecnologías limpias. Entonces estábamos, como digo, en ese avance, ya estamos perfeccionando mejor estamos saliendo. Hasta que vino pues el gobierno ya con sus interdicciones, la misma balsa donde estamos haciendo ¿cómo se llama? La planta piloto para hacer, pues, lo volaron en pedazos. Lo han interdictado, ni siquiera han respetado nada, todo. Y así quedamos, pues, ja totalmente abandonados. Hasta ahorita, ja cada uno por su. Plötzlich bekommt man Verständnis dafür, warum die Leute das machen, was sie machen und auch ihre Gesundheit hardcore aufs Spiel setzen. Sowas zu hören von jemandem, der seine Kinder waren dort und der einfach nur die Familie durchbringen will mit dem, was er macht, kann man auch irgendwie verstehen. Das Einzige, was wir da machen können, ist, denen Alternativen zu bieten. Und wir haben hier Beispiele mit Shiki, mit unseren Forest Guardians, die hier aus der Region sind, aber der arbeitet jetzt auch für Wilderness, die Forest Guardians arbeiten für Wilderness und haben dadurch eine klare Alternative bekommen, gutes Geld zu verdienen und im Umweltschutz zu arbeiten. Und dasselbe gilt auch für Ökotourismus. Den Leuten muss einfach Alternative geboten werden. Das muss vor Ort passieren, es muss Infrastruktur passieren und nicht einfach sagen, hey, ihr seid die Bösen. Wir müssen da Alternativen bieten und das wollen wir mit Wilderness vorantreiben. Also ich finde es super, dass Lukas da auch bereit ist anzupacken. Nur weil der Anfänger keine Kaimane aus dem Boden rausfangen kann, müssen wir hier am Strand rumlaufen. Ansonsten kann man einfach sich über die Bootkante hängen und hier aus dem Wasser fischen. Aber nein! Die Tiere nicht nur beobachtet, sondern auch bereit ist zu fangen für einen guten Zweck und in der richtigen Art und Weise, dass für Mensch und Tier keine Gefahr besteht, ist klasse. Also ich meine, so habe ich ja damals auch angefangen. Ich habe Kaimanstudien geleitet, hatte vorher auch nie einen Kaiman in der Hand und dann hieß es nur, so macht man's und los. Hundescheiße. Das erklärt genau die Dynamik bei Wildlings. Die geben Fabian einfach immer hardcore am Arsch. Also, ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, wie lange das Projekt überhaupt dauert. Ob es diesen Abend überdauert, weil wir haben nach dem noch einen Dreh. Und das ist der letzte Tag, morgen fliegen wir und wir haben beide noch nicht gepackt. Okay, so I want you to make sure that you try to move your feet and don't splash around too much and don't lose sight of it. Yeah. You ready? Yeah. Well done, Rico. We'll hold the next tight. Yep. You know the stage. Yep. Got it. Each on cue. Thanks, Chris. Yeah, no worries. So white came up? Yeah. How old is it? Yeah, this one's probably going to be 3 years old this coming year.
So it's probably entry going to be like 2.5 years old right now. So. Fuck, es war so eine lange Nacht schon. Wir sind so glücklich, Fabian. Danke, dass du mitgezogen hast. Teilweise Ende der Nahrungskette nimmt das meiste Quecksilber dann aus dem Fluss auf. Und damit lässt sich ja nachweisen, wie sehr der Fluss beeinträchtigt ist durchs Mining, durch die Goldsucher. Die armen Kerle, schaut so an, wie schön das ist. Das sind die Leidtragenden von dem Shit. Ja. Ich bringe to the boat, aber du die. Ja. Okay, dann nehmen wir mit zum Boot, um dann die Untersuchungen zu machen. Bock hat er nicht, aber du musst jetzt leider durch. Go in right there and try right in between the line there. And you gotta go in deep enough that you're not going inside the actual scale. Yeah, okay, now I angle it more parallel. Yeah, that's good. Yeah, that's perfect. Keep going, yeah, that's good. All the way. Yeah, okay, that's good. And then plunge her in slowly. And there you go, pull it out. Should be good. Let's check and see if it's running properly. Boom, there we go. Und jetzt setzen wir dort zurück, wo wir gefunden haben, damit er ungestört wieder weitermachen kann, gell? Keine Anforschung. Okay, es ist wichtig, wie gesagt, auch wenn wir Schlangen finden, Frösche, die werden wieder da zurückgesetzt, wo wir sie gefunden haben, damit wir so wenig Einfluss nehmen wie möglich. So. Bye, little buddy. Tschüssi.